Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, ich habe so eine schöne Pudekeule gekauft und da gehe ich jetzt mal hin und mache erstmal das Fett runter. Da ist schon ein bisschen was dran, das soll weg und damit kommt auch dann das Pökelsalz richtig durchs Fleisch. Schön runterschneide. Man kann es auch dran lassen, aber ich denke, das Pökelsalz hätte das dann ein bisschen schwer ans Fleisch zu kommen. Aber ihr seht ja, das ist ein richtiger Batzen Fett und das möchte ich auch gar nicht haben. Und es schmeckt ja auch gar nicht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in der Mitte am Knochen ein bisschen einschneiden, rundherum, aber nicht ganz durchschneiden. Also ich habe es so gemacht und da kann man dort auch noch ein bisschen Salz reinmachen. So, jetzt gerade am Knochen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Silberhaut, schneide ich noch ein bisschen runter. Und das lasse ich nicht so gut wegschneiden. Die Reststücke, die tue ich dann noch ein bisschen entschwarte und da kann man ja ein bisschen Schnetzeltes von machen oder sonst was. So, das Ganze haben wir schön sauber gemacht. Und ich gehe jetzt hin und tue das mal schön durchlöchern. Ist erstens mal gut fürs Fleisch. Das macht das Fleisch weich. Und zweitens wird es überall schön durchgepökelt. So, ich habe jetzt knapp 2 Kilogramm und ich wiege jetzt mal mein Pökelsalz ab. Also ich habe jetzt insgesamt 60 Gramm, ich habe ja 2 Kilo Stück, also 1,9 und habe ich dann 60 Gramm genommen. Und das tun wir dann mal schön einsalzen, überall, dass überall was hinkommt, in Ritze und Kante, überall was reinreibe. Da an der Seite habe ich ihn jetzt noch ein bisschen eingeschnitten. Und ich schneide noch ein bisschen rein. Da kommt dann das Pökelsalz besser an den dicke Knochen dran. Das ist ja, in der Mitte ist ja der dickste Knochen jetzt. Und da salze ich jetzt noch ein bisschen mehr. Weil das sind dann auch die gefährlichen Stellen, wo er schlecht werden kann. Aber ich denke mal, das haut so hin. So, dann kann das schön einziehen. Schön einreiben überall. Da ist das wunderbar. So, der geht dann ungefähr 10 Tage in den Kühlschrank. Wenn er an den Kühlschrank kommt, ein Bierchen zu holen, dann tut er den immer ein bisschen wenden und durchmassieren. Und dann ist es gut. Einfach liegen lassen. Im unteren Fach vom Kühlschrank, wo es schön kühl ist. So, das ist aber schon alles. So, was ich jetzt noch dazu mache, das ist ein bisschen Honig. Mache ich noch drüber. Könnt natürlich auch Zucker nehmen, das geht natürlich auch. Schön einreiben wieder. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen Nebengeräusche. Ich bin jetzt raus. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ein bisschen Vogelgeräusche. Aber ich finde es schön. Also hin und vorne ein bisschen einreiben. So, dann kommt unsere Gewürzmischung dran. Da ist drin Salz, Pfeffer, Zwiebel, Koriander, Nelke, Wacholderbeeren. Die Gewürzmischung, was ich da benutze, das werde ich euch dann noch ein bisschen in die Infobox reinschreiben. Ich habe vorher so ein Gewürz gehabt für Sauerbraten. Das war sehr gut, aber jetzt habe ich was, das ist noch besser. Obwohl überall ziemlich dasselbe drin ist. Das sieht doch schon ganz lecker aus jetzt. Und ich bin mir da ganz sicher, dass das auch was wird. Aber das werden wir dann gleich noch beim Ergebnis sehen. So, das Ganze tun wir dann in eine große Vakuumtüte rein. Ich meine, das sind ja jetzt 1,9 Kilogramm. Und mal gucken, ob ich das reinkriege. Ja, das passt. Und das tun wir jetzt dann vakuumieren. So, nochmal ganz kurz zum
Pökeln, das wird jetzt 10 Tage gepökelt. Danach wird es rausgeholt und abgewaschen. Dann wird es in einen kalten Keller gehangen, ungefähr für 5 bis 6 Tage. Das Fleisch sollte dann schon ganz trocken sein, für zum Räuchern. Das muss trocken sein, schon könnte das nicht räuchern. Das ist eigentlich alles und da kommen wir jetzt schon gleich zum Ergebnis. So, also so sieht es jetzt nach ungefähr 6 Tagen aus. Wie gesagt, nach 6 Tagen habe ich dann geräuchert, da war auch dann schön trocken gewesen. Und ich habe noch ein bisschen Salamis habe ich noch dabei gemacht, die sind auch ganz gut geworden. Wie ihr seht, der ist ja wirklich ganz klasse geworden. Und ich habe mal probiert, ist auch hammer lecker. Ich habe das Räuchern jetzt weggelassen, ich habe das Reife ein bisschen weggelassen. Aber das könnt ihr immer wieder sehen bei meinen Schinken-Videos. Schaut einfach mal vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Es ist wirklich sehr fein geworden. Und schaut mal wieder vorbei. Ich sag dann mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.